Herzlich willkommen hier auf dem Gear Reference Kanal. Heute habe ich mal wieder ein Ausrüstungsstück der Firma Blackhawk für euch dabei, und zwar das LRAC, ISAC, Gunner und Rifleman Harness. Hier an der Puppe zu sehen die Gunner-Version, die werden wir uns auch gleich im Detail angucken, eine neuere Version. Und dann gibt es auch noch die Ausführung für den Rifleman, für den Gewehrschützen. Die habe ich einmal hier. Hier ist der einzige wirklich große Unterschied, die 4 dreifach M16 Magazintaschen. Eine Tasche davon wird mit Plastikverschluss und Klett geöffnet, die andere nur mit Klett. Davon 4 Stück. Das ist der große Unterschied bei den beiden Ausführungen. Kommen wir nochmal zur Ausführung für den Maschinengewehrschützen. Die waren sehr beliebt, gerade bei Kräften der amerikanischen Navy Seals. Die wurden genutzt von der Firma Blackhawk und auch die Version von der Firma London Bridge Trading, sowie noch eine weitere Version von BPS. Ist eigentlich eine Firma, die für die Polizei Sachen herstellt, aber auf Anfrage der örtlichen Navy Seals haben die auch solche ähnlichen Tragesysteme hergestellt, die meistens dann noch Plastikverschlüsse haben, die dann auf ein bisschen mehr wunschspezifisch hergestellt wurden. Es gibt noch verschiedenste Ausführungen davon. Die Vorgängerversion zu diesen Modellen mit den fest aufgenähten Taschen hatten einfach nur Gurtband, um Alice-kompatible Taschen aufzunehmen. Davon habe ich auch eine Version, die gucken wir uns aber irgendwann in einem anderen Video an. Der Grundschnitt dieser Westen basiert auf dem israelischen Ephod-Tragesystem. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Wenn nicht, tut es mir leid. Dann werde ich das nochmal irgendwie verbessern beim Video, wenn wir das israelische System hier vorstellen. Das Tragesystem an sich ist ausgelegt für schwere Lasten und hat im Inneren noch sogenannte Flotation Panels, also Auftriebskörper. Die dienen zum einen ein wenig der Polsterung, zum anderen um das sehr schwere System, was viel Munition trägt, ein bisschen mehr Auftrieb zu geben dem System. Gerade bei den amphibisch operierenden Einheiten wie die Navy Seals sehr beliebt, um noch zusätzlich ein bisschen Auftrieb zu bekommen, wenn man damit an Land geht oder einen Fluss überqueren muss. Im Einsatz war dieses System oder ähnliche Systeme über einen ziemlich langen Zeitraum. Wie gesagt, Ursprung ist so ein bisschen Ephod der Israelis, und in den 90er Jahren gab es diese Systeme dann ja auch schon Alice-kompatibel, irgendwann Ende der 90er, Mitte der 90er, Ende der 90er, mit fest aufgenähten Taschen, und danach ging es dann mit diesen Systemen in Molle über. In verschiedenen Tragesystemen der Amerikaner genutzt, MLCS bei den Navy Seals, später noch SFLCS bei den Special Forces. Gleicher Träger, nur Schultergurte mit Molle, und diese ganzen Ebenen, die einzelnen Panels waren mit Molle Schlaufen, sodass man modulare Molletaschen wieder aufbringen konnten. Das Modell, was wir hier jetzt gerade sehen, ist ein Modell aus dem Ende der 90er, Anfang 2000er Jahre. Wir haben die Schultergurte noch ohne Molle-System, und der Belt an sich ist noch nicht hinten in der Weite verstellbar. Das zeige ich euch jetzt gleich, wenn wir uns die modernere Version im Detail angucken. Hier habe ich einmal die modernere Ausführung. Hier sehen wir schon, die Farbe ist ein bisschen anders, aber das ist ja allgemein bei diesen Materialien immer der Unterschied. Wir haben Molle an den Suspendern, und hier hinten lässt sich das Buttpack entfernen oder halt einfach auch die Breite einstellen, um das Ganze ein bisschen kompatibler zu machen mit Schutzwesten oder um das ganze System vorne enger nach vorne zu bringen. Und bei Bedarf kann man halt das Buttpack weglassen. Dann werden die Gurte einfach hier eingeschlauft und es lässt sich auch bequem tragen. Und das ist auch diese Version, die so bei den deutschen Kampfschwimmern im Einsatz war. Schauen wir uns die Weste mal im Detail an. Wir haben hier, wie gesagt, die Ausführung für den Gunner, für den Maschinengewehrschützen.
Wurde viel benutzt mit dem M60 in Verbindung und mit den anderen Versionen davon, die bei der Navy eingesetzt wurden, und dem SAW Squad Automatic Weapon und dem anderen Maschinengewehren im Kaliber 5.56. Also und auch später natürlich noch mit dem MK48, MK46, die die Navy Seals getragen haben. Dieses Modell, was auch bei den Kampfschimmern eingeführt wurde und da auch mit den Waffen, die mit Gurtzuführung waren, wurden diese Tragesysteme genutzt. Wir haben hier einmal die kleine Munitionstasche für 100 Schuss 7.62. Hat keine besonderen Features, wird mit Klett geöffnet und geschlossen. Das war's. Hier die Tasche für 200 Schuss, ebenfalls wieder Klett geschlossen. Achso, hier kann man auch noch ganz gut erkennen, die großen Wasserablaufösen. Auf der Tasche haben wir eine kleine Tasche für ein Tool, für das Tool vom Maschinengewehr oder ein Strobe, also ein Markierungslicht oder ein Signalgeber, Entschuldigung. Dann haben wir hier einmal Klett und den Druckknopf, womit das Ganze verschlossen wird. Dann gehen wir weiter rüber. Hier haben wir die Wasserflaschentasche. Im Inneren nochmal Shockcord, also Gummizug, kann hier zusammengezogen werden und hält dann alles an Ort und Stelle. Wird mit dem Plastikclip verschlossen. Am Boden haben wir Meshgewebe, sodass eingedrungenes Wasser sehr schnell abfließen kann. Ganz unten drunter haben wir eine Kletthalterung, die ist gedacht für Nebelgranaten. Habe ich auf Referenzfotos, ob bei einem Blackhawk Modell oder von LBT oder sonst wem, nie gesehen, eigentlich nur auf Promo-Fotos. Ist nicht die sicherste Option, eine Rauchgranate zu transportieren. Dann gehen wir einmal weiter zum Buttpack. Das Buttpack hat an den beiden Seiten Taschen für Signalraketen. Mit Klett geöffnet und geschlossen alle beiden Seiten. Dann haben wir das Buttpack mit den Plastikverschlüssen oder genannt bei Blackhawk das Enhanced Buttpack. Im Deckelfach haben wir nochmal zwei Plastikverschlüsse mit Gurtband, wo man was einrollen kann und befestigen kann, was man noch schneller griffbereit haben möchte, wie zum Beispiel die Regenjacke oder sowas oder ein Poncho, wie auch immer. Hier das Zugband, um den Buttpack zu komprimieren und oben zu verschließen. Und im Inneren nochmal die, ich glaube, Schneeschürze nennt sich das, um nochmal das Material innen drin zu schützen, sodass nichts rausfällt und sodass alles sicher verpackt ist, auch wenn man im harten Gelände unterwegs ist. Drin ist nichts mehr. Hier haben wir noch das große Blackhawk Label, wo wir hier schon am Rücken bzw. am hinteren Teil sind. Der Bergegriff, hier das kleine Blackhawk Label und hier haben wir den Gummistrap, um Sachen wie Flossen oder sowas am Rücken zu fixieren. Habe ich auch ein Beispielbild von einem Tragesystem von London Bridge Trading. Kommt mit in das Video. Dann gucken wir uns nochmal die rechte Seite an. Hier komplett identischer Aufbau auf den ersten Blick. 100 Schuss, gegurtete Munition, 200 Schuss, Wasserflaschentasche, Rauchgranatentasche. Hier oben wieder für das Tool oder den Signalgeber, also MS-2000 oder den alten SDU. Eigentlich ist diese Tasche nur für den Signalgeber und bei dem anderen sagt man für das Gunner-Tool, aber es kommt immer darauf an, was einem wichtiger ist und wie gut man das gesichert haben will, weil die andere Tasche noch einen Druckknopf hat. Ist es im Endeffekt ja gehopst wie gesprungen, je nachdem wie man es gerne haben möchte. Und hier vorne haben wir noch die Flashlight-Tasche. Hier oben mit einem Einschnitt, gerade wenn hier eine Taschenlampe drin ist, die einen größeren Kopf hat, dass hier oben eben mehr Platz ist.
Dann haben wir im Inneren, nehmen wir den, hier sind sie noch vollzählig, die Auftriebs- oder die Flotation Pads. Hier sind es bei Blackhawk 3 Stück. Bei den älteren Modellen ist es ein dickes oder irgendwann ein dickes und ein dünnes. Die können dann rausgenommen werden, wenn man die braucht oder wenn man sie eben nicht braucht. Oder man nimmt auch nur eins raus, weil man vielleicht weniger Auftrieb braucht. Je nachdem, wie man das gerade benötigt. Ist bei allen Fächern so, einmal rundherum. Dann sehen wir hier noch die Plastikschnalle, um den Rückengurt hier reinzuschlaufen. Dann schlaufen wir hier das Buttpack komplett aus. Die werden aneinander gebracht und dann kann man das Ganze ohne Buttpack tragen. So, einmal kurz die ganzen Bänder. Stabil ist das Ganze dadurch, dass wir vorne 3 Gurtbänder haben, die die Last gut verteilen vorne auf den Gürtel. Dann haben wir hier die Schließe für die Brust. Kann auch stramm gezogen werden. Hier oben noch 2 D-Ringe auf beiden Seiten, um zusätzliches Material zu befestigen oder mit Schnur oder Ähnlichem zu sichern. Und hier schon Molleschlaufen für zusätzliche Ausrüstung. Hier gucken wir uns nochmal schnell die Rifleman-Konfiguration an. Sieht man vielleicht ein bisschen besser. Die Magazintaschen haben innen drin nochmal Gurtband, was die Magazine dann ein bisschen mehr fixiert. Hier nochmal mit Plastikverschluss, Klett und ebenfalls wieder das Gurtband in den Taschen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen, für die Geduld, für die Aufmerksamkeit. Freue mich aufs nächste Video. Macht gerne wieder die YouTube-Dinge, abonnieren, kommentieren, wie auch immer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.